Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde immer wieder gefragt, was bedeutet eigentlich dieses Pilates Powerhouse und wie kann ich es aktivieren? Im heutigen Video gehen wir genau diesen Fragen nach. Ich wünsche dir wieder ganz viel Spaß damit. Ganz einfach erklärt, das Powerhouse ist einfach ein Begriff, den Joseph Pilates kreiert hat für deine Körpermitte, für dein Körperzentrum. Das heißt, er ging davon aus, dass die wirbelsäulennahen lokalen Stabilisatoren immer vor den globalen aktiviert werden müssen. Am einfachsten stellst du dir das vor wie einen Zylinder oder wie ein Gurkenglas. Das heißt, an der Vorderseite hast du deine Bauchmuskulatur, tief liegend den sogenannten Transversus. Der geht wie ein Ring um deinen Bauch herum und setzt an der Lendenwirbelsäule an. Darüber liegt die schräge Bauchmuskulatur, deine Obliquen. An der Rückseite den Rückenstrecker bzw. einen kleinen Muskel, den Multifidus. Und dann haben wir noch den Beckenboden, quasi als Boden deines Gurkenglases, und den Zwerchfell oder Diaphragma als Deckel des Gurkenglases. Und all diese Bereiche müssen zusammenarbeiten, um deine Wirbelsäule maximal bei den Übungen zu schützen. Wie aktivierst du jetzt dein Powerhouse? Du startest mit einem Beckenboden. Das heißt, versuch einmal deine Schließmuskeln zu aktivieren, ohne die Po-Muskulatur dazu zu nehmen, und zieh deinen Beckenboden sanft nach oben Richtung Nabel. Es ist nicht notwendig, dass du ihn maximal anspannst, denn auch der Beckenboden kann Spatzen oder Muskelkater bekommen. Es reichen so 50-60%. Solltest du deinen Beckenboden nicht wahrnehmen können, habe ich dir hier oben ein Video verlinkt. Das sind am Anfang ein paar Wahrnehmungsübungen, die du gerne machen kannst. Als zweites kommt der Transversus, das heißt, das ist dieser Ring, der um deinen Bauch herum geht bis zu deiner Lendenwirbelsäule. Er ist grundsätzlich zuständig, unter anderem zuständig für die Bauchpresse. Das heißt, versuch wirklich deinen Bauch einzuziehen, deinen Nabel nach innen zu ziehen, deinen Bauch flach zu machen. Du wirst dann wahrscheinlich spüren, vielleicht sogar spüren, einen sanften Zug in deiner Lendenwirbelsäule. Grundsätzlich ist der Muskel zuständig, bei jeder Bewegung sich antizipatorisch, also wirklich bevor du die Bewegung machst, anzuspannen. Das Problem ist, dass es bei Rückenpatienten Studien gibt, dass genau das nicht mehr der Fall ist. Es ist daher sehr wichtig, den Transversus gezielt zu trainieren. Versuch jetzt beide Übungen gemeinsam zu machen. Du aktivierst deinen Beckenboden, ziehst den Beckenboden sanft nach oben. Dann mach deinen Bauch ganz flach, das heißt dein Transversus. Zieh den Nabel nach innen, mach den Bauch so flach wie möglich. Und dann löse kurz wieder. Gleich nochmal. Zieh den Beckenboden nach oben, mach einen ganz flachen Bauch. Du wirst jetzt wahrscheinlich merken, deine Aufrichtung wird automatisch besser, also du stehst einfach ein bisschen aufrechter. Und dann löse ganz kurz wieder. Das Problem ist jetzt allerdings, vor allem wenn du ein Bauchatmer bist, dass du wirst wahrscheinlich gemerkt haben, du kriegst schwer Luft. Deswegen brauchen wir noch eine spezielle Pilates-Atmung. Das heißt, du atmest nicht in deinen Bauch, das heißt nicht deine Bauchdecke hebt und senkt sich, sondern du versuchst in deinen Brustkorb ein- und auszuatmen. Leg dafür deine Hände einfach einmal, um zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn du in den Brustkorb atmest. Leg deine Hände auf deine Rippen, das heißt hier auf diesen Bogen, leg deine Hände. Schau, dass die Finger relativ nah zusammen sind. Und jetzt versuch mit der Einatmung, du atmest durch die Nase ein, du wirst merken, deine Rippen gehen auseinander, und mit der Ausatmung, den leicht geöffneten Mund, gehen die Rippen wieder zusammen. Noch einmal, atme ein, die Rippen gehen auseinander, atme aus, dein Brustkorb wird wieder eng. Noch einmal, atme ein und atme aus. Versuch deine Rippenbögen jetzt geschlossen zu halten
Und versuch in deinen Brustkorb zu atmen, beziehungsweise hier seitlich in deinen Rücken, in deine Schulterblätter. Das heißt, du haltest hier die Spannung, die Atmung kommt hier nach oben und nach hinten in den Rücken, in die Seite, ohne hier zu öffnen. Und dann lass einfach wieder locker. Diese Atmung ist ziemlich schwierig am Anfang, das heißt, das benötigt einiges an Übung. Mach dir keine Gedanken, das wird mit der Zeit. Einfach immer wieder mal wiederholen, dann wird es sehr bald werden. Versuche jetzt alle 3 Bereiche gemeinsam zu aktivieren. Zuerst deine Schließmuskulatur, zieh den Beckenboden sanft nach oben. Denk wieder daran, es reichen die 50-60%. Dann zieh den Nabel nach innen, das heißt, du machst wieder einen ganz flachen Bauch. Schon jetzt solltest du merken, du hast wieder diese Aufrichtung, die Wirbelsäule wird länger und vielleicht ein sanftes Ziehen in deinem Rücken. Dann atme aus, schließ deine Rippenbögen. Genau, versuch diese Spannung hier zu halten. Da ist ziemlich viel Spannung rund um deinen Bauch, um deinen Rumpf herum. Und jetzt atme in den Brustkorb. Nase ein, Mund aus. Nase ein, Mund aus. Ja, hier die Spannung halten, soweit es geht. Und dann löse kurz wieder auf. Du wirst merken, das war ganz schön anstrengend. Also das Powerhouse zu aktivieren ist keine einfache Sache. Aber es hilft dir, deine Wirbelsäule in den einzelnen Übungen zu stabilisieren und zu schützen. Gleich nochmal. Aktiviere deinen Beckenboden, zieh ihn sanft nach oben, versuch den Nabel nach innen zu ziehen, mach ihn ganz flach, schließ deine Rippenbögen und atme. Versuch jetzt, dir vorzustellen, ein Gürtel, ein Korsett und mit jeder Ausatmung wird diese Spannung größer. Das heißt, du ziehst deinen Gürtel immer enger, du ziehst deine Corsage immer enger. Nase ein, Mund aus. Und immer enger. Einmal noch. Und enger. Und dann löse wieder auf. Wie gesagt, die Übungen sind nicht ganz einfach. Das Powerhouse wirklich richtig zu aktivieren, ist nicht ganz einfach und bedarf wirklich einiger Übung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls es hilfreich war, schreib mir doch in den Kommentaren, ob du dir mehr Videos in dieser Richtung wünschst. Ich wünsche dir wieder alles Liebe, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.